Heute schauen wir uns noch einmal etwas genauer meinen Pokémon Go Level 48 Account an und wir reden darüber, auf welche Pokémon ich besonders stolz bin. Dass jeder in Games irgendwo etwas besitzt, worauf er wirklich stolz ist, muss ich hier wohl nicht erwähnen. Mein Pokémon Go Account habe ich euch schon einmal gezeigt, doch jetzt in diesem Video zeige ich euch die Pokémon, auf die ich halt am meisten stolz bin. Wenn du schon soweit geschaut hast, gib dem Video doch bitte eine Bewertung. Wenn du nichts mehr verpassen möchtest, Pokémon magst oder mit uns live im Stream zocken möchtest, kannst du auch gerne ein kostenloses Abo dalassen. Auch kannst du mir jetzt einmal in die Kommentare schreiben, auf welche Pokémon du besonders stolz bist. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Doch jetzt fangen wir an. Den Anfang meiner Liste widme ich sämtlichen PvP-Pokémon, die ich besitze. Für das ein oder andere Pokémon habe ich nämlich übelst lange gebraucht, um dieses hochzuziehen und auf Level 50 zu maxen. PvP-Pokémon sind jetzt aber nicht Sinn des Videos. Das nächste Pokémon, auf das ich besonders stolz bin, sind tatsächlich schon wieder mehrere, denn ich habe mehrere Absol, auf die ich sehr stolz bin. Leute, die mich bzw. den Kanal schon länger verfolgen, wissen, dass Absol mein Lieblings-Pokémon ist. Allerdings muss ich hier auch sagen, ich habe schon einige Absol über Pokémon Home auf meine Switch gemacht. Das nächste Pokémon, auf das ich besonders stolz bin, ist mein 100% Rüstungs-Mewtwo. Das Rüstungs-Mewtwo ist ein Kostüm- bzw. Event-Pokémon und es wird wohl mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr in Raids zurückkehren. Genauso wie das Klon Glurak, Klon Bisaflor und das Klon Turtok gab es das Rüstungs-Mewtwo nur während einem Event in den Raids. Glurak, Turtok und Bisaflor habe ich tatsächlich nicht geradet, deswegen bereue ich es jetzt auch, dass ich diese Pokémon nicht in meiner Liste habe. Das nächste Pokémon, auf das ich sehr stolz bin, ist mein 100% Skelabra. Der Vorteil an diesem Pokémon ist nämlich, es besitzt sehr hohe Angriffswerte und ihr könnt es als einer der besten Geistangreifer oder als einen starken Feuerangreifer benutzen. Sprich, ich werfe nur eine Sofort- oder Lade-TM auf dieses Pokémon und habe einen guten Feuer- oder einen perfekten Geistangreifer. Das bzw. nein, die nächsten Pokémon, auf die ich sehr stolz bin, sind meine Bediza. Kleiner Spaß am Rande, Bediza ist halt nun mal ein Meme. Pokémon-Fans wissen, was ich meine, machen wir weiter. Das nächste Pokémon, auf das ich stolz bin, ist mein 93% Voltenso. Ich finde die Farbe in seiner Shiny-Form einfach nur ultra cool und in seiner Mega-Entwicklung sieht es noch krasser aus. Eigentlich würde diese Liste hier ja endlos gehen, beziehungsweise ich müsste euch noch einmal meinen kompletten Account zeigen, denn im Endeffekt sollte man eigentlich auf alles stolz sein, was man so besitzt. Selbstverständlich gibt es auch Momente, wo man zum Beispiel ein Shiny Carpador bekommt, obwohl man es schon tausendmal hat. Da würde man das Handy am liebsten in die Ecke schmeißen, doch Leute, wir sind am Ende vom Video angekommen. Wie bereits schon erwähnt, Leute, schreibt mir doch mal in die Kommentare, worauf ihr besonders stolz seid. Das interessiert mich halt jetzt mal wirklich. Auch würde ich mich über eine Bewertung vom Video freuen. Wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream wieder.